Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Hanna kocht Mamas Rezepte. Wir lernen hier mit Mamas Rezepten das Kochen. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, wir machen heute einen gefüllten Spaghetti-Kürbis. Wir haben vor 10 Monaten oder 8 Monaten so schon mal einen Spaghetti-Kürbis gemacht. Das Rezept verlinke ich euch dann oben. Könnt ihr dann auch mal nachschauen. So, ich nehme euch jetzt mal bitte mit runter. Dann könnt ihr mal sehen, was wir alles für den Spaghetti-Kürbis brauchen. Wir haben ca. 500 Gramm klein geschnittenes Hähnchenbrustfilet. Ich habe 2 Möhren. Die habe ich in feine Scheiben geschnitten. 2 bis 3 Möhren. Es kommt immer drauf an. Dann habe ich hier noch 100 Gramm getrocknete Tomaten. 2 Zwiebeln, die habe ich in kleine Würfel geschnitten, einen Burrata, etwas Curry und Olivenöl und natürlich, tada, einen Kürbis. Das ist also ein Spaghetti-Kürbis. Den müssen wir jetzt einmal in der Mitte durchschneiden, aushöhlen und erstmal vorbereiten. Gut, den lege ich jetzt weg und dann kümmern wir uns um den Kürbis. So, also wir schneiden jetzt den Kürbis in der Mitte durch. Und dafür habe ich meinen Mann, Michael, der schneidet den jetzt schön für euch in der Mitte durch. Ist ja nicht besser ein großes Blatt nehmen? Nachdem wir jetzt den Kürbis geteilt haben und die Kerne herausgeholt haben, legen wir die Kürbisse oder die Kürbishälften mit der Schnittfläche nach unten auf ein Backblech und backen dann die Kürbishälften 45 Minuten bei 180 Grad Celsius, also bei 356 Grad Fahrenheit. So, also mit der Schnittfläche nach unten auf das Backblech. Den auch, da ist uns leider ein bisschen was kaputt gegangen, aber das macht nichts, das ist trotzdem lecker. So, 180 Grad Heißluft, 180 Grad Celsius, Heißluft oder 356 Grad Fahrenheit. Und wenn dann die 45 Minuten vorbei sind, dann sehen wir uns wieder. Ja. Gut. So, ich habe den jetzt nach 45 Minuten aus dem Ofen geholt. Und jetzt drehen wir ihn einmal rum. Einmal so. Und einmal so. So, das ist ein bisschen blöd mit der Ecke, aber leider ging das nicht anders. Dafür ist es live. Jetzt pinseln wir unseren Kürbis. Oh, da ist mir was reingefallen. Das kann ich rausholen. Zack. So, wir pinseln unseren Kürbis jetzt mit gutem Olivenöl ein. Und dann, jetzt pfeffern wir den Kürbis. Und salzen auch etwas.
So, und jetzt geben wir unseren Kürbis nochmal für 15 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen. Läuft. So, ich habe jetzt hier eine Pfanne, da gebe ich etwas Olivenöl rein und da jetzt die Zwiebeln hinein. Und braten die Zwiebeln leicht an. So, nachdem die Zwiebeln ein bisschen angebraten haben, gebe ich jetzt unser Hähnchen hinein. Und brate das gut an. Wenn das Hähnchen ungefähr so aussieht, geben wir jetzt die Möhren dazu. Und unsere Tomaten. Und das lassen wir jetzt so lange braten, bis das Hähnchenfleisch durch ist. Das sieht jetzt gut aus. Dann pfeffere ich das einmal. Und ein bisschen Salz. Und was ich eben nicht gesagt habe, ist, ich nehme das zwar ganz spontan, gebe ich jetzt noch etwas Paprika edelsüß dazu. Und rühre das sofort schnell um, damit uns das Paprika nicht anbrennt. Das Ganze hat jetzt schon eine wunderbare Farbe angenommen und es duftet. Eigentlich müsste da jetzt auch noch der Curry rein, aber ich nehme für meinen Mann das raus, weil er mag kein Curry und dann tue ich mir dann für mich das Curry da rein. Ja. Bis nachher. So, die 15 Minuten sind um. Ich habe die Kürbishälften rausgeholt. Ich pick's da mal rein. Sieht gut aus. Jetzt schauen wir mal, ob wir da Spaghettis draus bekommen. Ja. Läuft. So, die eine Hälfte habe ich schon gemacht. Jetzt sehen wir die zweite. Wie ihr seht, wenn ihr jetzt hier mit der Gabel so reingeht, zerfällt der in Fasern. Jetzt füllen wir den faserigen Kürbis in unsere Pfanne. Jetzt vermischen wir das. Moment, mein Mann macht noch ein bisschen was. Ja, super. So, das vermischen wir jetzt schön. Da hinein geben wir jetzt unseren Burrata. Und mischen das ebenfalls gut durch.
füllen wir den Kürbis mit unserer leckeren Füllung, die aus Geflügel, Möhren, Zwiebeln und halbtrockenen Tomaten besteht. Und dann habe ich mir gedacht, wir legen dann da noch, upsala, na komm schon her. Dann habe ich mir gedacht, wir legen auf jeden Fall da noch ein bisschen Mozzarella drauf, so, und tun das dann so lange in den Ofen, bis dass der Mozzarella so ein bisschen geschmolzen ist. Oh, ich sag mal 5 bis 10 Minuten, je nachdem. So, das kommt jetzt, so wie es ist, in den Backofen. So, den Kürbis, den ich jetzt in den Backofen getan habe, das war der Kürbis für meinen Mann. Der ist ohne Curry und ich tue mir jetzt hier mein Curry rein. Mich den schön unter. Der riecht gut. So. Und da uns ja die zweite Kürbishälfte leider kaputt gegangen ist, dann tue ich mir jetzt etwas von der Mischung auf den Teller. So. Und noch ein Löffelchen. So. Da drauf gebe ich jetzt auch ein bisschen von dem Mozzarella. Und ich denke, dass meine Tochter gleich noch kommt. Dann kann die auch gleich den Rest zu sich nehmen. Die isst das nämlich auch gerne mit Curry. So, das tue ich mir jetzt auch in den Backofen. Und so, das ist jetzt meins. Das habe ich jetzt auf den Teller getan, weil ja unsere andere Hälfte kaputt war. Ja. So, ich probiere das mal. Mal schauen. Also es ist wirklich sehr lecker. Das Fleisch ist durch, nicht zu trocken. Vom Geschmack her sehr köstlich, nach Tomaten, nach Curry. Also ich kann das nur empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und aktiviert die Glocke. Vielleicht abonniert ihr auch unseren Kanal, damit wir auch weiterhin gemeinsam kochen und backen lernen können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss, eure Hanna.